Mensch, Andreas, ein Bild für die Götter. Schau dir das mal an. Ein Mercedes-Benz hinter dem anderen. Hättest du das gedacht, dass es so schnell geht mit Mercedes-Benz und Karthago? Ja. Jetzt sind wir hier, 2022, August, 25. Wir stehen hier und einer schöner als der andere. Hast du einmal foliert? Wir haben schon Fahrzeuge foliert, ja. Ich habe gerade letzte Woche haben wir noch ein Video über ein Fahrzeug gemacht, wo wir für den Kunden komplett individualisiert haben. Ist etwas extrem das Fahrzeug, aber ist exakt Kundenwunsch. Der wollte das Fahrzeug in der diesjährigen Original Mercedes-Benz Petronas Formel 1 Optik haben. Geht nächste Woche ein Video online. Ja, haben wir gemacht. Aber das ist jetzt wirklich sehr extrem. Wir haben aber auch schon Teilfolierungen gemacht. Oder, was ich wirklich empfehle, das habe ich bei meinem eigenen Reisemobil auch. Ich laufe jetzt mal ganz kurz in die Kamera, bleib ruhig mal stehen da. Bis hier eine Steinschlag-Schutzfolie, so wie man das eigentlich beim Sportwagen vorne über die Haube macht. Weil oftmals ist das Problem, du fährst auf dem Campingplatz drauf und störend sind halt immer die Bäume, die Äste, die oben sind. Und da verkratzt man sich oben die Kanten. Und die Steinschlag-Schutzfolie habe ich bei mir am Fahrzeug und auch schon für viele, viele Kunden dann bis hier gezogen. Im oberen Bereich, von oben nach unten? Im oberen Bereich, von der Dachkante aus anliegend bis hierhin. Das fällt fast überhaupt gar nicht auf. Und ich weiß nicht mehr genau, wie viel Mühe die dick ist, weiß ich jetzt nicht, ist auch egal. Die ist selbstheilend. Bedeutet, wenn da mal ein Kratzer drin ist, gehst du wirklich mit dem Warmluftföhn drauf und dann zieht der Kratzer sich wieder raus. Und so hast du immer ein top aussehendes Fahrzeug. Und wenn du es mal irgendwann verkaufst, entweder reißt du die Folie runter oder lässt du drauf, wenn nichts dran ist. Das sind immer die Ecken, die am Ende des Tages, da ist der Satz wieder, dann eben halt Beschädigungen haben. Das kann man natürlich auch unten machen, aber oben ist es beim Reisemobil wirklich sinnvoll. Und je höher das Reisemobil wird, jetzt gerade so S Plus oder so, wenn man dann schon an die 330, 340 gehen, ist das eine absolut lohnende Investition. So viel zum Thema Folierung. Das machen wir oft bei uns. Ja, Basistipps durch Andreas Marein, die bekommt man kostenlos bei euch auch noch mit. Wie zum Beispiel ein weiterer Tipp ist, immer einen Besen mit sich zu führen, damit man das Fahrzeug auskehren kann. Ja, die meisten unserer Kunden haben einen, Dyson. Ja, ich wollte die Marke nicht nennen. Ich wollte gerade sagen, einen Hochleistungs-Akkustaubsauger im Fahrzeug. Man nennt ihn auch im Volksmund Dyson drin verbaut. Ist ja nur wirklich ein tolles Gerät. Ich habe da nochmal so eine flexible Schnute bei mir dabei, wo man dann auch den Fußraum mal vorne aussaugen kann. Haben tatsächlich die meisten mittlerweile mit. So, ja. Wenn ich Camping-Anfänger bin, es gibt eine ganze Szene, einer weiß mehr wie der andere. Ja. Das weißt du. Du bist jetzt Campi-Profi. Das Ganze machst du wirklich schon sehr, sehr lange. Wie lange campst du schon? Also ich campe tatsächlich seit meinem, also mit Reisemobil, ist nicht Zelt oder so, sondern rein die Reisemobilzeit, seit meinem 18. Lebensjahr. Bin sehr früh ans Campen oder Reisemobilfahren gekommen, weil wir damals schon 2 große Hunde hatten und da ging Hotel oder Ferienurlaub. Warte, ich drücke das mal runter für dich. Danke. Das ging einfach nicht. Und da war damals schon für uns Reisemobil die Lösung. Und seitdem fahren wir auch. Und wir fahren wirklich auf fast allen Kontinenten. Wir waren auch einige Jahre im südafrikanischen Raum unterwegs. Alles unterhalb von Angola haben wir bereist mit einem Expeditionsfahrzeug. Aber auch Europa, wie jetzt die letzten Jahre, haben wir sehr viel in Spanien und Portugal verbracht. Ist uns absolut geläufig. Also ich glaube schon, dass ich aus der Praxis für die Praxis dann berichten kann. Das ist gerade der Hauptschalter aus. Wenn du möchtest, mache ich an, dann haben wir Licht. Mach mal an. Ich komm direkt. Ich filme mal ein bisschen hier auch das Heck. Mein Ex-Schwiegervater hat immer gesagt, Angola könnte ich mich totsaufen. Hast du jetzt nicht gehört, was ich gesagt habe? Mein Ex-Schwiegervater hat immer gesagt, an Angola könnte ich mich totsaufen. An Angola. Ja, nee, also alles unterhalb von Angola, also Namibia, Sambia, Zimbabwe, Südafrika, Botswana haben wir durch. Frage ist jetzt, Karthago ist ja so jetzt nicht ein Billigprodukt. Ich sag mal, wenn du das jetzt vergleichst, gibt ja noch ich sag mal, Produkte, die so ähnlich aussehen, von außen auch einen Kasten drauf haben, auch ein Mercedes, die wesentlich günstiger sind. Was ist das Besondere unter anderem hier am C-Tourer gegenüber dem Wettbewerb? Hat der auch so einen Doppelbodenspeicher-Dingsbums? Ja, das geht genau, mit solchen Sachen geht es schon los. Wir haben einen kompletten Doppelboden, wirklich von vorne, von der Anbindung des Triebkopfes. Also nicht nur vorne im Fahrerhaus? Nee, vorne im Fahrerhaus geht logischerweise nicht, da müsste ich ja den Boden von Mercedes... Ja, aber viele gehen da hin und doppeln hier auf im Fahrerhaus. Das ist hier auch so, aber der zieht sich komplett durch. Das heißt, der ganze Boden ist wie bei den großen... Einem durch, ich habe keine
Stufe drin. Und da ist Luft drunter. Das halte ich komplett für wichtig. Und der ist komplett bis hier ist der auch beheizt. Und hier vorne haben wir nochmal einen speziellen Isolierstoff halt dementsprechend drin. Und dieser Klimaspeicher Doppelboden, der wärmt sich halt dementsprechend auf und gibt die Wärme nach innen weiter. Das ist einer der großen. Also nochmal, wenn ich das hier sehe, das hier, dieses Teil hier, ist alles der Doppelboden, der beheizt ist. Ja, pass auf, machen wir doch noch einfacher. Wir machen einfach hier die Klappe auf und jetzt sind doch eigentlich alle Fragen beantwortet. Und der ist durchgehend, von vorne bis hinten? Der ist durchgehend von vorne bis hinten. Und wenn du jetzt hier in die Ecke reinleuchtest mit deiner Kamera, dann siehst du, wie weit der reingeht. Der geht ungefähr bis zu den Sitzkonsolen, plus minus. Ja? Und das von vorne bis hinten? Und das von vorne bis hinten. Und das ist komplett beheizt. Und das ist schon mal ein großer Unterschied. Dann eben, wie gesagt, dass ich keine Stolperstufen habe im Fahrzeug. Ist für mich auch ein absolutes USP eines Cartagos. Der Möbelbau, dann diese ganzen Staufächer, die ich im Fahrzeug habe. Die extrem große Heckgarage, da legen wir viel Wert drauf, dass alle Fahrzeuge von uns wirklich üppige Heckgaragen haben, die auch beladbar sind in der Praxis und nicht einfach nur, dass da ein Raum ist, wo ich aber nichts reintun kann. Ne? Ja, eine 800.000 ist natürlich auch ein Preis. Allerdings ist der Mercedes-Benz, macht das Ganze schon ein bisschen teurer. Was hat denn das Fahrzeug damals auf Fiat gekostet? Kann man das ungefähr sagen? Sind es so um die 10.000? Unterschied beim Triebkopf? Achso, du meinst jetzt nur vom Triebkopf her? Ja, also ganz am Anfang war der Unterschied so um und bei 10.000 Euro, ob ich jetzt Fiat oder Mercedes habe. Mittlerweile geht die Schere so ein kleines bisschen auseinander, aber ausstattungsbereinigt. Ich habe beim Mercedes-Benz halt eben Ausstattungsoptionen drin, die ich beim Fiat eine ganze Zeit lang nicht bekommen habe, die jetzt so langsam, Fiat hat ja extremst aufgerüstet, die ich so langsam auch mit dazu ordern kann. Warte, ich leg das mal gerade weg hier. Genau. Da ist was drunter, ist auch Doppelboden? Genau, hier habe ich nochmal einen Staukasten drin, sehr nützlich, gerade weil ich jetzt hier im Eingangsbereich bin. Das ist abgeschlossen, wie blöd ist das denn? Da kann ich jetzt schmutzige Schuhe reinbringen, den Hundenapf, die Leinen oder Kabeltrommel oder weiß der Kuckuck. Das ist ein Fach, das ist halt in dieser Größe und dann in dieser Tiefe halt dementsprechend. Okay, so das Ganze ist sehr kompakt. Länge von dem Fahrzeug? 6,90 Meter, 2,27 Meter breit und eine Höhe von 2,89 Meter. So, der hat hier auch, glaube ich, ein... der hat es jetzt nicht. Okay, wir gehen mal rein. Wenn du mal bitte zumachst und stell dich mal rein, dass man mal sieht, wie belastbar das ist. Du wiegst heute, ich glaube, knapp über 90 Kilo. Ja, plus 18. Wir machen eine Mathematikaufgabe draus. 108 Kilo. Genau. Und das ist kein Thema. Man kann hier richtig beladen. Das Ganze geht extrem tief rein. Wir hatten letztes Mal ein Model, weißt du noch, in Aulendorf. Die ist da komplett reingeklettert. Die war auch wirklich sehr leicht und auch noch relativ zierlich. Also ich würde jetzt nicht mal reinkommen, aber es gibt ein Video von 2017. Da kommt mein Sohn, der läuft heute auch hier auf der Messe rum. Der kommt da rausgeklettert. Und um zu zeigen, wie groß das halt ganz einfach ist. So, zeig mal, wenn du mal rauskommst, dass man mal sieht, da ist ein ganzes Bein drin und das ist schon mal Stauraum. Hier kannst du aber ganz bequem auch Getränke zum Beispiel unterbringen. Ja. Ist es da per se ein bisschen kühler da unten im Winter? Ist per se ein wenig kühler, da hat es jetzt nicht die Raumtemperatur wie hier oben. Nichtsdestotrotz ist das natürlich komplett beheizt, aber es ist schon einen Tacken kühler. Das Schöne ist bei dem Mercedes-Benz-Chassis, den bekommst du mit 3,5 bis 4,5 Tonnen in der Tonnage halt und ohne, dass ich das Fahrzeug bauarttechnisch verändern muss. Also eine reine Papierauflastung. Reine Papierauflastung, genau. Wenn ich das Fahrzeug, also wir sind jetzt in einem T143 drin, den gibt es auf Fiat und auf Mercedes. Bei Fiat wäre er jetzt 6,90 Meter lang und auf Mercedes ist er 7,6 Meter lang. 7,6 Meter. Mach mal die Tür bitte zu. Ja, gerne. Dass wir mal so unter uns sind, denn wir zwei müssen jetzt wirklich mal ins Gericht. Echt? Was passiert? Das Polster. Da hat sich jemand mal wirklich was einfallen lassen, muss ich sagen. Denn es war bisher immer so, dass, ich sag mal, wir liegen ja hier im Preisbereich so um die 100.000 Euro im Basisfahrzeug, was da ist. Wie nennt sich das Polster? Nimm grad mal. Ja, das Polster hat, wir haben ja viele Städtenamen bei uns verbaut und dieses Polster hier nennt sich Rom. Ist seit 2 Jahren bei uns im Programm. Ich finde es im C-Line, im C-Tourer, jetzt gerade mit diesem Holzkorpus hier, finde ich es sehr, sehr stimmig und den elfenbeinfarbenen Aufbauschränken, weil sich einfach die Farben wiederfinden. Also ich finde es in dem Fahrzeug sehr harmonisch. Ja. Ja, was auch bemerkenswert ist, ist die Rückwand ist beledert. Das, hier hinter mir manchmal, ne? Ja, hinter dir, das finde ich auch schon in der Klasse ziemlich einzigartig. Also du hast eine ganze Belederung der ganzen Wände, die hier drin sind. Das hat noch oben noch Haken, damit es auch nicht klappert.
Das ist gut. Dann hast du einen Vorhang mit drin, zusätzlich zu den Remis. Das heißt, du kannst mal schnell den Vorhang zumachen und damit das Thema Wärmebrücke nochmal isolieren, so ein bisschen. Also der Vorhang läuft einmal, hier gibt es eine Schiene, läuft einmal hier vorne entlang, dass ich das Fahrerhaus dementsprechend nochmal komplett abschotten kann. Und ich habe natürlich fürs Frontfenster und die Seitenfenster das berühmte Remis drin. Also ich schaue mich mal kurz um. Mit Hubbett sagst du, gibt es den jetzt nicht, aber... Doch, den C-Tourer gibt es wiederum mit Hubbett, aber nicht den Grundriss. Jetzt hier 143 ist dann der T148H. Der hat dann ein optionales Hubbett. Ist das hier ein Hotseller? Also Der für 143er? Nein, der hier. Ja, auf jeden Fall, weil ich habe hier ein Auto, was ich sag mal und bei 7 Meter ist, 6,90 Meter bis 7,06 Meter. Habe längs Einzelbetten in dem Fahrzeug. Ich habe hier vorne eine schöne Sitzgruppe, wo man also auch gemütlich mal mit 3, 4 Leuten sitzen kann. Also für mich ist dann ein absoluter Topseller das Auto, weil er eben so kompakt ist und ich habe hier ein richtig schönes, großes Wohnmobil im Innenraum. Fernseher, wo ist er? Der Fernseher ist in dem Fahrzeug, Sekunde mal, so, zack, der ist hier verbaut. Auch hier haben wir so eine Doppelfunktionstür, das heißt, ich ziehe hier raus und jetzt irgendwann klappt die ein. 32er. 32er, ja. Das ist richtig gut. Das ist schon eine Nummer, ne? Und der lässt sich rausziehen, dass man ein bisschen... Nur so, wie wir ihn jetzt haben. Ich kann den jetzt nicht umklappen oder so. Der ist aber Winkel, ich sag mal, die sind sehr, sehr breit, die Winkel. Genau, das ist ja der Alphatronics. Ich glaube, Baureihe SL nennt es sich ganz genau. Und der hat einen Einblickwinkel. Selbst wenn ich jetzt hier sitzen würde oder hier stehen würde, kann ich das Bild sehen. Der wird dann nicht schwarz oder so. Ne? Das funktioniert auch tatsächlich nach der Messe noch. Ne? Also ganz am Anfang, als das rauskam, habe ich gedacht, und jetzt jeden Tag, wie du immer so schön sagst, 100.000 Leute durchlaufen und machen das hier dementsprechend auf, dann ist das am Ende der Messe ist es kaputt. Nein, das überlebt tatsächlich auch so eine Messe, wo dann wirklich tausende Leute den Schrank auf und zuziehen. Küche? Schöne, ja, wollte ich gerade sagen, schöne Küche haben wir hier drin. Den Kocher von Tredford Gourmet halt dementsprechend. Einhandbedienung hier dementsprechend drin, braucht kein weiteres Feuerzeug mit dazu zu nehmen. Schöne große Schubfächer drin. Auch hier Besteckkasten direkt eingearbeitet. Und natürlich den Kühlschrank mit der 2-Seitenöffnung. Macht jetzt bei dem Auto jetzt nicht unbedingt so einen Sinn, aber ist ja auch nicht störend. Und was der hat, ist, wenn wir jetzt gleich mal auf die andere Seite gehen, ein wirklich großes, geräumiges Bad. Ist das die Tür, das ganze Ding? Genau, diese Türe agiert gleich auch als Raumteilertüre. Das heißt, wenn ich die jetzt öffne, geht hier oben an den Anschlag dran und damit habe ich den Raum separiert. Ah, das ist ein Magnet. Ja, also die Tür ist schon echt ein Brecher, da muss man echt schon so sagen. Die ist geil. Die Ja. ist, Du musst mal, komm mal rum. Mach die mal auf und dann guckst du dir mal die Anschläge an, wie die aufgehangen ist. Das ist echt schon ein stabiles Zeugs, das muss man echt sagen. Ach, die hat so 1, 2, 3, 4. Genau, ja. Hat 4 Scharniere mit drin. Ja. Ist ein Riesending, aber öffnet den Raum in der Größe. So habe ich das noch nie gesehen. Ja, es ist wirklich eine Riesentür und ist damit auch Raumteilertüre. Geh mal vor, bitte. Ich gehe gerne mal rein. Dann, ich setze mich mal aufs Bett, da kann man es ein bisschen besser filmen, dass man nur mal sieht, wie viel Platz man hier drin hat. Ja. Das Und ist schon... Wie gesagt, das Auto ist 6,90 Meter, beziehungsweise mit dem Daimler, weil der die Nase da vorne noch so ein bisschen hat, 7,06 Meter. Ich habe hier eine Toilette mit einer vernünftigen Höhe. Kann ich also bequem, ich muss mal aufpassen, mein Handy in der Tasche, 7 Meter, kann ich also bequem drauf sitzen, ohne dass mir jetzt die Knie auf den Ohren liegen. Ja. Wie lang ist die Toilette? 7 Meter. Ich weiß nicht, wie lang die Toilette ist. Ich war schon wieder in der Außenlänge vom Fahrzeug unterwegs. Okay. Wie viel Auto ist das heute, was wir gedreht haben? 19. 18., 19. Ich weiß es nicht. Ihr haltet nicht so viel von Duschvorhängen. Ihr seid eher so die Fans von festen Türen. Ja, Duschvorhang finde ich jetzt ganz ehrlich, also da kann mal jeder in die Kommentare schreiben, findet ihr Duschvorhang noch zeitgemäß und findet ihr das angenehm, wenn der so ein Ding am Puppes hängen hat? Ich meine, wenn es mein Duschvorhang ist, ist es noch was anderes, als wenn ich in irgendeinem Hotel oder so bin. Also ich dusche ja zurzeit auf den Duschen auf dem P1 und die haben einen Duschvorhang. Bin ich eigentlich immer ganz froh, weil den kann man schnell auswechseln. Aber hier sagst du, das Reinigen, sauber machen ist kein Thema. Ihr hattet die lange in der Vermietung. Gab es da Probleme, weil die Leute ja doch ein bisschen anders damit umgehen? Also ganz wichtig ist immer, man muss den Leuten das zeigen. Ne? Alles ist immer eine Frage der Einweisung. Bei uns ist auch, wenn wir ein Fahrzeug übergeben, dauert so eine Einweisung von so einem Auto 2,5, 3 Stunden mal ganz locker. Eben um mit dem Kunden alle Funktionen vom Fahrzeug durchzugehen. Das halte ich für sehr wichtig, weil oftmals werden Bedienfehler halt einfach gemacht und damit stellt sich dann auch ein, dass vielleicht irgendeine Funktion nicht richtig funktioniert oder so. Andreas. Und dann gibt es Unzufriedenheit. Ich muss dich unterbrechen. Was ist los?
Die geilste Funktion der ganzen Welt ist ja wohl, dass der Kühlschrank im Raumbad drin ist. Ach, deswegen. Ja. Ich muss ja mal gerade das zeigen. Die haben die Tür so fett gemacht, ja, dass wenn sie geschlossen wird, Ja. der Kühlschrank noch im Schlafzimmer ist. Ja, jetzt wird ein Stuhl draus. Stimmt. Ist das geil? Ja, ich habe eben noch gesagt, macht in dem Grundriss keinen Sinn, aber hier macht es dann jetzt tatsächlich Sinn. Weil sonst kommst du ja gar nicht ran. Da hast du jetzt echt aufgepasst. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ja gut, ist ja eigentlich so. Raum ist ja, aber ich... Jetzt könnte man es hier... wäre auch so gegangen. Jetzt können wir hier eigentlich noch einen Spiegel reinmachen, Ja, oder? Das ja. wird ja so ein bisschen Spiegelt's ja. Ich sehe mich, ja. Jetzt habe ich natürlich in der Tür noch mehr Bauch wie in Wirklichkeit, ja. Dr. Plauze. Dr. Plauze. Aber wir werden alle abspecken. Irgendwann. Irgendwann, früher oder später, ja. So, das Ganze, 2 Kleiderschränke. Essen ist für mich auch Lebensqualität. Genau. 2 Kleiderschränke, unter den längs Einzelbetten verbaut. Kann ich halt hier oben das Kopfteil, beziehungsweise Fußteil muss man ja sagen, kann ich hochklappen, sodass ich auch so bequem an meine Kleidung drankomme. Hab hier nochmal einen Einlegekeil liegen, der ist dafür da, dass ich hier das dementsprechend ausbauen kann und kann hier nochmal den Keil reinlegen und habe dann die Möglichkeit, hier ein größeres Bett zu schaffen. Auch hier haben wir nochmal Kleiderschrank, auch bis in den Doppelboden runter, sodass lange Teile halt nicht aufliegen. Und natürlich ist auch hier der Heckbereich, also das Bett netter Effekt ist, ich mache mal gerade mein Licht aus, mach mal bitte nochmal zu. Du meinst das kleine Lämpchen? Ja, ihr habt einen kleinen Read-Kontakt eingebaut. Aufmachen? Ja, machen wir auf. Und dann geht nämlich automatisch das Licht an. Genau. Hier sitzt der kleine Read-Kontakt, von dem du gerade gesprochen hast. Ich wusste auch, warum die Kiste 150.000 € kostet. Wegen dem Lämpchen. Wegen dem Lämpchen, ja. So, aber es ist die Verarbeitungsqualität, es ist der Doppelboden, es ist die... Wird der auch in Deutschland gebaut hier? Nee, der wird in Odranschik gebaut. Wo ist denn das? Du sagst mal, der wird in Slowenien. Slowenien. Ja, genau. Okay. Warst du mal da in Odranschik? Nee, ehrlich gesagt war ich tatsächlich in dem Werk noch nicht. Immer wieder, es gab schon 2 Veranstaltungen und jedes Mal, wenn in Odranschik etwas gewesen ist, ist bei uns Ist das neueste Werk in irgendwas gewesen, dass ich da nicht hin konnte. Das ist das letztgebaute Werk, ja, das ist so. Aber wir bauen jetzt noch ein 3. Werk, wo dann aber ausschließlich der Kastenwagen gebaut wird. So, machen wir dich nochmal hell. Dann tauschen wir gerade nochmal, dass ich nochmal raus kann. Also das hier kannst du ausziehen, wie man das kennt. Tür kommt nach vorne und dann kann man daraus eine Spielwiese machen. Und bitte einmal schließen die Tür. Das? Und dann einmal rausgehen, bitte. Denn wir haben jetzt 17 Minuten rum. Kommt bitte auf den Caravansalon. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt zu Andreas mal rein. Ihr seid mit wie vielen Leuten da? Ein Dutzend? Wir sind bei Karthago, also mich jetzt nicht mitgezählt, sind wir zu dritt, also mit mir 4, aber ich bin ja jetzt weniger für den Verkauf dann zuständig diesmal. Malibu? Und bei Malibu sind wir zu zweit. Zu zweit, so ist das. Mal rein, Caravan, ich finde es mal gerade, da oben ist es drauf. Das Ganze unter karthago-center.de. Aber viel wichtiger sind ja wohl die roten Schuhe. Am Anfang habe ich gedacht, mein Gott, der will mich hier veräppeln. Guck hin, da sind rote Schuhe, aber wie man sieht, ich zeige das mal gerade, mach's mal gerade noch mal runter bitte, dass ich drüber kann. So, wir können ja mal kurz schauen. Man sieht es direkt. Da hinten läuft einer rum mit roten Schuhen. Ist der von dir? Der ist von mir, genau. Das ist der Tim Fössing. Der macht bei uns Malibu im Haus und der ist hier auch jetzt auf dem Malibu-Stand. Gut, der weiß, dass er die tragen darf. Der weiß, dass er die tragen darf. Ganz genau. Sprechen an, der wird antworten. So ist das. Nee, mache ich jetzt nicht. Der Aber ich Marco zeige noch. Steinhäuser hier, das ist ein ganz wichtiger Mann. Der ist hier für die komplette Messeplanung zuständig. Gut, der ist kamerascheu. Schon ist er weg. Jetzt muss immer nur, wenn die Kamera kommt, ist er weg. So, es geht morgen los, aber du bist heute schon hier. Warum? Ja, wir haben jetzt das erste Briefing bekommen, wie das Ganze hier vonstatten läuft, worauf zu achten ist und natürlich auch über gewisse Messepakete gesprochen, die es ja erstmalig dieses Jahr nicht gibt, sondern etwas anderes, wo ihr euch überraschen lassen dürft. Ja. So, wir haben dich ja im Video gezeigt. Hat man dich erkannt eigentlich, der eine oder andere, den du kennst? Ja, tatsächlich sind die... In der Kneipe oder beim Lidl? Nee, das nicht, aber auf dem Handelsplatz dann natürlich. Wir haben ihr Video gesehen und da waren sie auch mit dabei. Und, Du bist jetzt wie viele Monate dabei, Mann, Andreas? fast ein Jahr, also jetzt 8 Monate. Und ist schlimm? Das ist furchtbar schlimm, ja. Alles klar. So, Andreas, wo findet man dich ganz genau? Man findet mich in Aldenhoven, ganz nah bei Aachen, also zwischen Köln und Aachen, um ganz genau zu sein, nähe der niederländisch-belgischen Grenze oder im Internet unter www.karthago-center.de oder unter Facebook unter Marein Caravaning. Jetzt ganz zum Schluss durfst du dann doch mal in die Kamera schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nee, ciao.